Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Ann-Christine und begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Schnittmuster- und Nähprojekt. Worum es sich heute handelt, das seht ihr schon an mir getragen, und zwar ein Wasserfall-Kragenshirt. Ich zeige euch gleich, wie ihr das Schnittmuster selber machen könnt. Und später natürlich auch, wie das Ganze genäht wird. Deswegen, ich halte mich heute mal gar nicht auf, das ist vielleicht oder wahrscheinlich auch in eurem Sinne, sondern wir springen gleich in die Konstruktion und sehen uns dann gleich nach den Nähschritten und ein paar Tragefotos wieder zu einem abschließenden Fazit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Ich fange mit dem Vorderteil an und übertrage meinen Grundschnitt mit allen Markierungen auf Extrapapier. Den Brust- und Taillenabnäher zeichne ich bis zum Brustpunkt an. Zuerst verbreite ich den Halsausschnitt um 2,5 cm. Hier kann man bis auf ca. 3,5 bis 4 cm gehen. Ich hatte bei meinem Probeteil den Ausschnitt um 3,5 cm verbreitert und das hat bei mir nicht gut gesessen, deswegen gehe ich hier auf 2,5 cm. Aber wie immer lege ich es euch ans Herz, von jedem Schnittmuster, was ihr gemacht habt, erst einmal ein Probeteil zu nähen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist und ihr mit dem Sitz zufrieden seid. Den Armausschnitt vertiefe ich um 1 cm und zeichne auch schon einmal die neue Kurve an. Ich lasse sie bei den Ansatzmarkierungen für den Ärmel in die alte Kurve einlaufen. Und dann habe ich überlegt, wie tief, in Anführungszeichen, mein Ausschnitt werden soll. Lasst euch nicht verunsichern, natürlich wird der eigentliche Ausschnitt nicht so tief. Ihr dürft nicht vergessen, dass nach oben hin ja noch Stoff ist, der sich in Falten legt. Deswegen könnt ihr noch einmal so circa die Hälfte an Stoff nach oben dazu rechnen, sodass die eigentliche Ausschnitttiefe auch ebenfalls so hier in der Mitte liegt. Das hängt aber auch vom Stoff ab. Ist der Stoff nämlich fester im Griff, sind die Falten ausgeprägter, also dreidimensionaler und der Ausschnitt verlagert sich noch weiter nach oben. Ich habe mich letztendlich für diese Linie entschieden, die im rechten Winkel von der vorderen Mitte zum Brustpunkt des Brustabnähers verläuft. Nun verbinde ich beide Markierungen für den Ausschnitt miteinander. Als nächstes zeichne ich eine zweite Linie von der Mitte der Schulter zur Markierung für die Ausschnitttiefe. Nun beide Abnäher an einem Schenkel zur Abnäherspitze einschneiden und nacheinander schließen. Ich habe mir ein bisschen mehr Weite gegönnt, indem ich die Schenkel nicht bündig aufeinander klebe, sondern den Schenkel 1 cm vor dem anderen fixiert habe. Danach die vordere Linie zum Brustpunkt einschneiden und dann die Abnäherschenkel des Brustabnähers bündig aufeinander kleben. Damit ich mich nicht selbst verwirre, was durchaus mal vorkommen kann, schneide ich das Papier an der Ausschnittlinie mal ab und zeichne auf Extrapapier eine lange gerade Linie. Nun klebe ich die vordere Mitte meines Vorderteils an diese Linie und drehe den Halsausschnittbereich so auf, dass er mit der Spitze an die Gerade stößt. Wenn die Spitze etwas übersteht, ist das nicht schlimm. Festkleben und eine Linie im rechten Winkel von der so entstandenen vorderen Mitte zur Schulter zeichnen. An dieser Linie falte ich das Papier auf die Rückseite. Bei diesem Design arbeiten wir mit einem angeschnittenen Beleg und den bestimmen wir jetzt. Angeschnitten heißt, dass er im Schnittmuster schon enthalten ist und nicht separat angenäht wird. Ich zeichne den Beleg jetzt auf dem Vorderteil erst einmal an. Der Beleg wird an der vorderen Mitte 7 cm breit und an der Schulter 6. Macht ihn auf keinen Fall zu schmal, sonst seht ihr die Außenkante des Beleges und das sieht nicht so schön aus. Nun beide Punkte mit einer schönen Kurve verbinden und diese dann mit einem Kopierrad zum Beispiel abfahren. Das Papier aufhalten und die Markierungen nachzeichnen. So sieht das dann aus. Mein Shirt soll hüftlang werden. Also messe ich mir die Strecke von Taille zur Hüfte aus, an mir, und merke mir diesen Wert oder schreibe ihn auf. Ebenfalls messe ich meinen Hüftumfang und teile ihn durch 4. Das schreibe ich mir ebenfalls auf. Extra Papier unterkleben und die vordere Mitte verlängern.
die gewünschte Länge anzeichnen und im rechten Winkel dann den Wert für die Hüftbreite ebenfalls. Taille und Hüftmarkierung mit Hilfe eines Kurvenlineals verbinden. Die Spitze hier bei der Taille ein wenig abrunden. Meinen Saum wollte ich zur Seitennaht hin leicht abrunden und zeichne deswegen im rechten Winkel zur Seitennaht die neue Saumlinie an. Achtet darauf, dass eure Seitennaht über die gewählte Saumbreite, die gleich angezeichnet wird, nach oben und unten im rechten Winkel zum Saum verläuft. So vermeidet ihr später Fältchen beim Umnähen. Und nun die Naht- und Saumzugabe anzeichnen. Ich habe 1 cm Nahtzugabe und 3 cm Saumzugabe, die ich aber später noch ändern werde, aber das zeige ich dann. Ausschneiden und weiter geht es mit dem Rückteil. Auch hier den Grundschnitt mit allen Markierungen übertragen. Ich habe bei meinem Grundschnitt einen Schulterabnäher, den ich einzeichne. Das Armloch um 1 cm vertiefen und die neue Kurve anzeichnen. Den Halsausschnitt verbreite ich um 2,5 cm, genau wie beim Vorderteil, und vertiefe ihn ebenfalls um 2,5 cm. Den Taillenabnäher ignoriere ich, nehme aber von der Taille an der Seite 1 cm weg. Für das Rückteil brauche ich einen separaten Beleg, also Papier unterlegen und den Beleg an der Schulter mit der gleichen Breite wie beim Vorderteil anzeichnen, also bei mir 6 cm. Ich stelle auch 6 cm Belegbreite an der hinteren Mitte an und übertrage die Kontur mit einem Kopierrad. Die Markierungen nachzeichnen und die Nahtzugabe nicht vergessen. Die zeichne ich auch beim Rückteil schon einmal so weit an und benutze dann das Vorderteil als Schablone für die Seitenlinie. Beschriften und ausschneiden. Als nächstes messe ich das Armloch von Vorder- und Rückteil an der Nahtlinie aus und schreibe mir den Wert auf. Diese Werte vergleichen wir gleich mit denen des vorderen und hinteren Ärmels. Den Ärmel habe ich hier schon einmal auf Papier übertragen. Mein vorderer Ärmel hat 1,5 cm Mehrweite und der hintere 1 cm. Das ist super. Der Ärmel sollte mindestens 0,75 bis 1 cm Mehrweite haben, damit er wirklich schön sitzt. Die Mehrweite einzuhalten ist bei dem Stretchstoff auch nicht wirklich schwer. Das zeige ich euch dann später. Bei meiner Ärmelvorlage sind die Nahtzugaben schon enthalten. Deswegen schreibe ich das hier hin, damit ich es auch ja nicht vergesse. Die Ärmellänge soll bei mir 9 cm sein. An beiden Seiten abtragen und die Markierungen miteinander verbinden. Saumzugabe ist hier auch wieder 3 cm. Das Papier an der Saumlinie auf die Rückseite falten und das Schnittmuster ausschneiden. Jetzt kann genäht werden. Zuerst aber möchte ich noch ein bisschen was über den Stoff erzählen. Für das Wasserfalldesign empfiehlt sich ein schwererer, fallender Stoff mit einem weichen Griff, der Stretch haben sollte, da das Teil körpernah geschnitten ist und keinen Verschluss hat.
Also zum Beispiel einen Viskose-Jersey oder eine Strickware wie diese hier. Das ist eine Viskose-Lurex-Mischung, würde ich mal sagen, aber nagelt mich nicht darauf fest. Das Stoffchen liegt nämlich schon ewig bei mir und ich weiß absolut nicht mehr, um was genau es sich handelt. Aber ihr könnt hier schön sehen, wie der Fall und Griff ist. Ist der Stoff zu steif, dann habt ihr keine weiche Faltenbildung des Wasserfallbereichs, sondern die Falten sind sehr plastisch. Das kann aber auch genauso gewollt sein und hervorragend aussehen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr eine Wasserfallbluse aus Webware wie zum Beispiel Satin, Viskose oder Seide nähen möchtet, dann schneidet das Oberteil im schrägen Fahnenlauf zu, damit der Wasserfallkragenbereich richtig schön fällt. Nun geht's aber wirklich los mit dem Nähen. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das ist der rückwärtige Beleg, den ich nicht mit Einlage verstärkt habe, damit der fließende Charakter erhalten bleibt. Beim Vorderteil habe ich die Armlöcher mit flexibler Einlage beklebt, genauso beim Rückteil und hier zusätzlich auch den Halsausschnitt. Und hier sind die gegengleich zugeschnittenen Ärmel. Ich beginne damit, die Schulterabnäher abzusteppen. Dazu stecke ich die markierten Abnäherschenkel bündig aufeinander. Damit nichts schiebt und ich den Nähweg gut nachverfolgen kann, lege ich Pappe an die Abnähermarkierung und steppe daran entlang. Dann vernähe ich ein Stück vor der Spitze auf dem Abnäherinhalt. Die Abnäher werden zum Halsausschnitt gebügelt und die Schultern mit fadenverstärktem Nahtband verstärkt. Bevor es weitergehen kann, versäubere ich die Außenkanten des rückwärtigen Beleges, der Schulternähte von Vorder- und Rückteil und die des Halsausschnittes des Vorderteils mit der Overlock. So, nun stecke ich den rückwärtigen Beleg rechts auf rechts an den Halsausschnitt und steppe ihn ab. Und an der Maschine habe ich auch gleich die Nahtzugaben unter dem Beleg flach gesteppt. Ich nähe knappkantig zum Nahtschatten auf dem Beleg und achte darauf, dass die Nahtzugaben ebenfalls darunter liegen. So sieht das dann aus. Nur noch einige Male zur Naht einschneiden, damit sich der Stoff schön legt und dann kann auch gleich einmal gebügelt werden. Ich lege hier ein Stück Nessel darauf, damit mir die Noppen nicht am Bügeleisen kleben bleiben. Als nächstes können die Schulternähte geschlossen werden. Ich markiere mir beim Vorderteil die Kreuzungspunkte der Nahtzugaben im Übergang zum angeschnittenen Beleg. Beim Rückteil zeichne ich ebenfalls die Nahtzugabe bei der Ansatznaht des Beleges an und stecke nun die Markierungen von Vorder- und Rückteil rechts aufeinander und danach den Schulter- und Belegbereich ebenfalls absteppen. Dann schneide ich beidseitig zur Naht beim Schulterbelegübergang ein. Dort haben wir einen spitzen Winkel und der lässt sich sonst nicht gut und ohne zu beulen bügeln. Zusätzlich kürze ich auch noch ein wenig von der Nahtzugabe ein. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Jetzt kommt etwas sehr Praktisches, was aber nur funktioniert, wenn die Schulter- und Belegnähte auseinandergebügelt sind.
Ich lege die Naht vom Beleg bündig auf die Schulternaht und stecke beides erst einmal in der Naht fest. Dann stecke ich ein Stück daneben eine weitere Nadel und ziehe die erste wieder raus. Nun klappe ich den Beleg und das Rückteil nach hinten weg, sodass nur noch die Nahtzugaben beider Teile aufeinander liegen und steppe dort nahe der vorhandenen Naht noch einmal entlang. Das fixiert den Beleg an der Schulter. Eine saubere Sache, wie ich finde. Auf der anderen Seite natürlich genauso nähen. Übrigens kann man zusätzlich den rückwärtigen Beleg hinten an der hinteren Mitte auch noch mit ein paar Stichen fixieren. So die Schultern bügeln und dann können auch schon die Ärmel eingesetzt werden. Vorher aber fiel mir ein, dass ich die Säume schon einmal umbügeln könnte. Ich hatte ja 3 cm Saumzugabe angestellt und normalerweise bei Stretch Jersey zum Beispiel, also so Baumwoll-Jersey, nähe ich dann bei 2,5 cm und schneide den Stoffüberschuss dann hinterher ab. Das wäre jetzt bei diesem Stoff nicht gegangen, weil ich so das Gefühl hatte, dass er ein bisschen franzt. Ich muss also die Stoffkante mit der Overlock versäubern und dann umnähen. 3 cm waren mir dann einfach zu viel und deswegen zeichne ich hier 1 cm an und lasse das Messer der Overlock an der Markierung entlang schneiden. Letztendlich habe ich also eine Saumbreite von 2 cm. Und das gleiche dann auch beim Vorder- und Rückteil. Nun aber zum Ärmel. Die Mehrweite zur Schulter hin verteile ich gleichmäßig beim Anstecken. Beim Nähen ziehe ich beide Stofflagen leicht, sodass sie glatt aufeinander liegen und steppe dann darüber. Die Nahtzugaben versäubere ich und bügele sie in den Ärmel. Nun können die Seitennähte geschlossen werden. Vorder- und Rückteil rechts aufeinander stecken und absteppen. Die Nahtzugaben zusammen versäubern und zum Rückteil bügeln. Die Saumzugabe auf die linke Seite legen, das geht ja schnell, weil wir das ja schon gebügelt hatten. Im Saumbereich schneide ich in Höhe der Saumzugabe ein und klappe dort die Nahtzugaben zur anderen Seite. Dadurch wird der Bereich nicht zu dick. Genauso mache ich es auch bei den Ärmelsäumen. Jetzt nur noch die Säume abstippen, noch einmal darüber bügeln und fertig ist das Shirt. Getragen kann es dann so aussehen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist so ein Wasserfallkragen immer ein bisschen was Eleganteres. Es geht für mich eher in die Richtung Abendmode, Cocktailmode, elegantere Sachen. Nun hat man natürlich gesehen und letztendlich ist es völlig egal, weil man kann das tragen, was man möchte, wann man möchte, wie man möchte. Denn das ist ja das Schöne an der Mode und das Schöne an dem individuellen Mensch. Er entscheidet das für sich selber, was er mag, wie er es mag, welche Farben er möchte, wie er es kombiniert. Die Hauptsache ist, es gefällt. Und man fühlt sich wohl und man ist glücklich mit dem, was man trägt. Und man fühlt sich ja in der Persönlichkeit unterstützt und ein bisschen untermalt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und wenn ihr schon mal eins genäht habt, seid ihr gut klargekommen, gerade so mit dieser Kragengeschichte, mit dem angesetzten Beleg, oder hattet ihr da Probleme mit? Das würde mich auch mal interessieren. Ich habe vor Jahren mal eins genäht, das war lange bevor ich hier bei YouTube angefangen habe. Und ich hatte wirklich meine Probleme damit. Also diese Kragenbeleglösung hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Das hat sich jetzt natürlich geändert mit ein bisschen Erfahrung. Man wächst ja in die ganze Geschichte rein. Aber es würde mich schon interessieren, ob ihr das kompliziert findet mit diesem angesetzten Beleg oder ob das für euch jetzt wirklich so, das mache ich mit links ist. Ja, und wenn ihr jetzt so ein Schnittmuster gemacht habt für euch und ihr habt euer eigenes Shirt genäht, würde ich mir das natürlich wahnsinnig gerne anschauen. Ihr könnt das zum Beispiel, indem ihr mich auf Instagram taggt, das ist @anchristinesinsta, und dann kann ich mir eure Nähträumchen, das, was ihr genäht habt, mal anschauen. Das würde mich sehr, sehr interessieren und ich finde das immer sehr schön. Ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, aber ich glaube, das habe ich im letzten Video auch schon mal gesagt. Es wird also langsam Zeit. Jungs, Mädels, ran, ne? Lasst mich eure Kreation gerne sehen. Ja, und dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Wie immer, wenn es so ist, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Klickt ihr in dem Zuge auf die kleine Glocke, werdet ihr immer gleich informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und dann habe ich noch mal eine kleine Frage an euch. Ich habe jetzt für mich, für die Arbeit, so ein paar Kleider genäht, und zwar in diesem Stil. Da soll es hin. Und das würde mich jetzt interessieren, ob euch ein Schnittmuster in die Richtung gefallen würde, ob ihr sowas gerne mal sehen möchtet, ob ich euch das zeigen soll, wie ihr das selber konstruiert. Auch das schreibt bitte unter das Video in die Kommentare, da kann ich mich da so ein bisschen nachrichten. Und so ein Kleid kann man immer haben. Es ist schön luftig, fluffig und auch perfekt für den Sommer, Herbst, Winter. Es ist eigentlich alltagstauglich. So, und jetzt wünsche ich euch noch eine ganz, ganz tolle Zeit mit bei eurer Nähmaschine. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe, eure Ann-Christine.